guckt sie euch an, ey. Stehen da oben auf der Spitze und fühlen sich wie Götter. Hallo meine Friendos und willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 6. Wir stehen hier unter Beschuss. Beim letzten Mal sind wir wieder raus aus der Stadt und müssen eine Sonde platzieren und sind auf diesen Tyrannen hier gestoßen. Der macht hier übel Stress und deswegen wollen wir den jetzt einfach mal bekämpfen. Mal gucken, wie das so funktionieren wird. Ob es überhaupt funktionieren wird. Das ist einfach ein Riesenvieh. Und das ist ein Tyrann, den sollte man nicht unterschätzen. Aber er guckt gut Schaden. Ja, er kriegt gut Schaden, wollte ich natürlich sagen. So, umwerfen bringt nichts erstmal. Gut, ich erhöhe mal die Verteidigung einfach mal. Kann nicht schaden, kann nicht schaden. Ja, was macht er da? Ist er umgeworfen? Nee, oder? Ah, die Musik, Leute, die Musik! Hört euch die Musik an. Wie geil. Verdammt, vorbei. Von der Seite an. Mist. Das ist zu uns gedreht. Der dreckige Bastard. Okay, läuft aber gut. Boah, die Musik ist so geil. Alter, die Musik. Geht halt voll drauf ab. Emma kriegt ein bisschen gut Schaden, aber das ist okay. Das kriegen wir alles hin. Vielleicht lenken wir einfach die Aufmerksamkeit auf uns. Ich meine, wir haben noch volle Energie und alles. Kann ja nicht schaden, obwohl ich hätte jetzt von der Seite angreifen können. Egal, ich setze einfach trotzdem ein. Macht ja trotzdem irgendwie Schaden ein bisschen. Okay, ist fast down, noch ein bisschen. Eine Granate drauf feuern. Hast du überhaupt was gebraucht? Schauen die nicht so aus, aber okay. So, nochmal von der Seite. Batz. Oh, das war's. Ja, wunderschön, das ging doch. Ich verstehe das Problem nicht. Das war ein Tyrann. Auf jeden Fall, du sagst, Lynn. Dankeschön. Now let's get down to business and install that data probe. If we stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Alles klar, sieht aus wie so eine Bohrmaschine oder so. The probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. Okay, also tatsächlich sowas wie ein Bohrer. With the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. Also mein Wii U Gamepad, okay. Zustimmen. Natürlich, machen wir. Macht die jetzt scheinbar erstmal automatisch. Okay, gut. Sieht aus wie Blut, das da rausspratzt. So ein bisschen. Was so rot ist irgendwie. Holy shit. Installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Ja, schön. Excellent. See, at the end of the day, there's really not much to it. Das stimmt. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep. Planting probes is easy, and the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. Okay, das können wir mal nebenbei machen, scheinbar. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagi. Okay. Ja, wunderbar, wunderbar. Und wir bekommen noch eine Belohnung. Oh, nice. Neue Hose. Nehmen wir natürlich. Vielleicht können wir die sogar schon tragen. Tipp von... Oh, wer ist das? Also den kennen wir auch aus Trailern, glaube ich. Datensonden installieren. Ich bin Lau von den Pfadfindern. Kleine Einführung in Sachen Sonden. Sobald du einen Knotenpunkt findest, drücke vor Ort den A-Knopf, um deine Sonde zu installieren. Dein mechanisches Spezialwissen muss stimmen, also schau öfter mal bei Eleonora vorbei. Okay.
Alles klar. Vorsicht, Tyrannen. Bevor wir zurückgehen und Bericht erstatten, verrate ich dir noch etwas. Eine übermächtige Kreatur wie diese greifen wir gewöhnlich nur im Scale an. Dass wir da eben zu Fuß einen Tyrannen besiegt haben, ganz an ein Wunder. Sei in Zukunft sehr vorsichtig, okay? Okay, ja, sowas dachte ich mir schon. Alter, dass wir einfach so ein riesen Vieh platt gemacht haben, ist schon krass. Das war ja voll der Schwächling. Kannt ihr nix? Konnt ihr nix? Oh, guck mal da oben. Guck mal da oben, da ist einfach noch so ein Affenvieh, Alter, Level 25. Holy shit, das steht da einfach rum. Guckt die Gegend an. Oh, holy shit, noch eins. 45. Heilige Scheiße, was geht denn da oben ab? Das sind einfach die Könige. Guckt sie euch an, ey. Stehen da oben auf der Spitze und fühlen sich wie die Götter. Aber euch werden wir auch vom Thron stoßen. Irgendwann, wenn unser Level hoch genug ist. Da unten so ein paar Lowbobs. Es ist so wunderschön, guckt euch das an. Die ganze Gegend hier. Holy shit. Es sieht so schön aus, Leute. Ich kann es immer nur wiederholen. Es ist einfach so wunderschön. Und guckt euch die krassen Typen an. Die laufen da rum, die übelsten Spastis. Aber Level 13 ist noch ein bisschen krass für uns. Da ist noch eins. Level 6. Ah ne, Moment, das ist wieder so ein Vieh. Okay, was war das? Da ist irgendwas über uns drüber geflogen. Guckt euch das mal an. Da fliegen sogar irgendwelche Viecher. Krass. Hier gibt es echt viel zu entdecken. Aber gut, laufen wir erstmal zurück, würde ich sagen. Ich denke, es gibt später immer noch genug Gelegenheiten, sich genau umzusehen und alles Mögliche. Wahrscheinlich, wenn wir so ein paar Nebenmissionen angenommen haben, dann können wir uns hier übelst umgucken und alle möglichen Gegner schlachten und so. Das wird alles noch kommen, denke ich. Das wird alles noch kommen. Ich denke, da spricht gar nichts gegen. Bin ich schon gespannt. Wer trampelt hier rum? Was ist hier los? Du bist das. Okay. Kein Ding, mach weiter so. Ist gar kein Problem. Lass dich nicht stören. Dann das hier noch ein. Kann nicht schaden. Gut, so. Wo war jetzt der Eingang? Ich wollte gerade vor den gelben Pfeil. Und hier ist noch was zum Einsammeln. Gibt es da eigentlich wieder sowas? Moment, das muss ich gerade mal nachgucken. Das will ich doch gerade mal nachgucken. Wenn, dann bist du wahrscheinlich... Hier? Nee. Trophäen? Okay, das ist das. Gerüchte. Inventar. Ach doch, hier. Collection. Ist aber noch ausgegraut. Können wir noch nicht machen. Also da können wir solche Dinge, die wir so einsammeln, die hier so rumliegen, können wir da einsetzen und dann bekommen wir spezielle Belohnungen. Das war zumindest im ersten Teil so. Ich denke, das ist hier genauso. Also sammeln wir schön alles ein, was man hier bekommen kann. Das kann sich später eventuell lohnen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, dann wollen wir mal rein. Wollen wir rein und Bericht erstatten. Unsere erste Mission als Mitglied der Blade ist erfolgreich und springt es hier immer so komisch rum, wenn ich hier in der Mitte rumlaufe. Ist egal. Oh, jetzt fängt wieder die kleine Mucke an. Yeah! Yeah! So geil. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Da ist unser Ziel. Da blinkt es fröhlich vor sich hin auf der Karte. Das sieht man eigentlich fast gar nicht. Aber okay. Ich weiß ja Bescheid. Ich weiß Bescheid, Leute. Alles klar. Rein da. Übrigens, sorry, falls man manchmal so ein Quietschen hört. Das ist mein Stuhl. Der ist immer übelst am Quietschen, wenn ich mich hier ein bisschen bewege und umsetze. Also wenn ich mal... Hört man das? Ich denke, das hört man. Ja, dann muss ich mal vorsichtig sein. Aber okay. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Moment, am Ziel vorbeigerannt. Einfach so, einfach voll krass. Hier müssen wir hoch. Commander Vander. Und who's this? Well, now look what the cat dragged in. Guckt euch den Bizeps an, Alter. Was ist los mit dem Typen? Sorry we missed you last time.
We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless, and goddamn magnificent. Ja, danke. Kein Ding, kein Ding. Ja, cool, cooler Typ. Mir gefallen allgemein die Charaktere hier einfach in dem Spiel. Die haben alle so eine unglaublich tiefe Persönlichkeit quasi. Einer cooler als der andere quasi. Aber die beste ist immer noch Linde aber der Typ scheint auch cool drauf zu sein. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Schnell rausreden, abhauen. Alles klar bei dir. Well, that wasn't obvious at all. Nein, überhaupt nicht. Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. Ist ja nicht so eine Spielverderberin. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked her to become a blade, little Miss Stick in the Rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Ich verstehe Not schon. up for conversation, are you? Nee. So you still Irgendwie haven't nicht. told us why you're here. From the Ich look kann of nichts things, dafür. I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Okay. Frage, wie du dich am besten nützlich machen kannst. Lass dir die Divisionen erklären. Oh, das mal. Whoa there, Itchy Trigger. I know you're just chafing at the bit to run out there and grab the world by its tail, but you need to choose a division. Okay, alles klar, schon gut. Once that's all hashed out, we can get into detail about what your first assignment's gonna be. Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Okay. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders. Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've Das only denke ich been on mir. Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akeloff and Evans, right? Irina and Gwen? Yep. This is their division. Okay. Interceptors have one main duty.
Protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Das hört sich schon spannend an. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads. They escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. Oh, okay. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigents move. Schon klar. And you got Ist auch your interessant. reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. It can get a bit morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira, and have this place completely figured out. Everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigents. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke around, looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, Outfitters. All of our ground Outfitters? gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the Mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to Mediators. Fight with your neighbor? Mediators. Lost cat? Mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person. Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. Findest du? But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Alles klar. Any idea which one you'd like to join? Wir müssen jetzt wirklich Don't fret about it too entscheiden. much. Können wir nicht einfach alles Whichever you machen? So choose, ein you still have a lot of freedom in Multitalent? how you operate. Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. Ich würde alles gerne mal machen. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. Okay. So there's really no reason to stress about this. All right, you ready to choose? Okay. Entscheiden wir uns mal. Yeah, and we're on pins and needles here. Das denke ich mir. Ja, ich wollte mich doch entscheiden. So, okay, Okay, also ich würde sagen, entweder das oder das.
Das hört sich bisher am spannendsten an. Besiegen von Gegnern. Okay. Nahkampf, hier ist Fernkampf, Besiegen von Gegnern, Abschließen von Missionen. Vielleicht damit wir nicht nur Gegner schätzen, vielleicht tatsächlich die hier. Also Abschließen von Missionen auch noch. Ein bisschen verteidigen, ja. Nehmen wir erstmal das, okay? Ich denke, das ist ganz okay. Damit kann ich gut fahren. Machen wir es einfach. Da wird schon passen. Fürs Then it's Erste. settled? Yep. All right. Thank God that's over. By the power invested in me, yada yada, you're officially a Blade. Congrats. Ach, jetzt erst, and okay. welcome. Ich dachte, das ist schon vor... Okay, I gut. know you're gonna do Da sind wir great. jetzt auf jeden Fall ein Blade. Cool. Alles klar? Now for the job. Let's get down to brass tacks. Nelson's team has gone missing. Last contact we had, they were installing a data probe out in eastern Primordia. Then, nothing. Nelson. Pathfinders, right? Are we talking indigents here or what? Your guess is as good as mine, but they did have a skell with them. You'd think they could hold their own, or at least run away. All right, we're on it. We'll head to their last known location and go from there. Das hört sich nicht gut an. Report whatever you find ASAP. Of course. Let's move out. Roger that. Alles klar. Und, boah, übelst viel Geld. Was ist hier los? Was ist hier los? Alles klar, nehme ich. Kapitel 3. Bewahrer des Lebens. Das volle Programm. Du gehörst jetzt offiziell zu Blade. Glückwunsch. Jetzt kannst du am Einkaufsterminal shoppen, das Rüstungsfirmenportal und das Missionsterminal nutzen und vieles mehr. Sollten weitere Services freigeschaltet werden, komme ich später nochmal darauf zurück. Okay, cool. Wir können jetzt scheinbar tatsächlich alles machen. Schnellreisen. Wusstest du, dass du an Orte, die du bereits entdeckt hast, schnell und einfach zurückkehren kannst? Das geht via Schnellreise an den Knotenpunkten, an denen du bereits Datensonden installiert hast. Oder andere Reisepunkte. Schau dir das mal auf der Karte an. Oh, cool. Alles klar. Ja, nett. In Rüstungsfirmen investieren. Rüstungsfirmen sind das Rückgrat unserer Arbeit. Wir treiben ihre Forschung an Waffen und Rüstungen zum Beispiel dadurch voran, dass wir Meranium investieren. Das Rüstungsfirmenportal an der Arsenalallee solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Okay. Das heißt wohl, wir haben jetzt einiges vor uns, was wir alles machen können. Krass. Jetzt geht's so richtig los scheinbar. Ich bin gespannt, was uns alles erwarten wird. Krass, gut. Dann gehen wir noch kurz raus und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Nach dem Ladescreen natürlich. Aber gut, die sind ja nicht allzu lang, ne? Das ist gar kein Problem. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal. Und im nächsten Part gucken wir noch mal, was wir denn so alles machen können. Ob wir uns irgendwas kaufen, ob wir irgendwelche Missionen annehmen und sonstigen Shit. Wahrscheinlich alles Mögliche. Ich denke, das wird alles auf uns zukommen. Also, ich würde sagen, beim nächsten Part geht's richtig los. Geht's richtig round hier. Wird richtig krass. Also dann, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer RetoXan.